Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ADD Smart Home. Ja, im heutigen dritten Teil der CO2-Sensor-Videoreihe möchte ich euch zeigen, wie ihr den Sensor mit einer LED und einem Display zusammen in einer Firmware betreiben könnt. Denn normalerweise ist das nicht ohne weiteres möglich, aber ich zeige euch in diesem Video, was ihr beachten müsst und was ihr machen müsst, damit das Ganze dennoch funktioniert. Also, falls euch das Ganze interessiert, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video online ist. Ach so, und dann vielleicht nochmal einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus dalassen. Kostet euch nur ein paar Sekunden, ist aber für mich sehr wichtig, damit die Videos beim YouTube-Algorithmus besser gewertet werden. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, bevor wir loslegen, möchte ich euch noch mal ein paar Sachen zeigen, damit ja, jeder auf dem neuesten Stand ist. Falls ihr die anderen zwei Teile nicht gesehen habt, ist nicht wirklich schlimm, aber es wäre für das eine oder andere ein bisschen hilfreich, um das Ganze zu verstehen. Beginnen wir mit der LED. Und zwar hatte ich ja im letzten Teil eine LED von meinem LED-Stripe verwendet, weil die hier noch nicht geliefert wurde. Also das ist so eine einzelne LED, ein WS2812 LED, die auf so einem Breakboard kommt, die hier einfach verbaut ist. Dann als nächstes das Display. Das Display ist so ein, ich glaube 1,3 Zoll Display. Werden die Informationen angezeigt, muss nicht sein, ist aber, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht, wenn man sowas auch noch hat. Das Ganze gibt es auch noch mal eine Nummer kleiner, aber meiner Meinung nach ist das ein bisschen zu klein. Deswegen empfehle ich euch mindestens das 1,3 Zoll Display. Das Ganze ist verlinkt unten in der Videobeschreibung. Falls ihr das über meine Links kaufen wollt, würde ich mich sehr freuen. So werde ich auch noch mal ein bisschen an den Einnahmen von Amazon beteiligt. Okay, was gibt es noch? Das Gehäuse. Das Gehäuse ist so eins, nicht wundern, das ist jetzt ein bisschen dreckig, aber das ist ein altes Gehäuse. Verwende ich sehr gerne, verlinke ich euch auch mal. Wobei die Größe für dieses Projekt ein bisschen zu klein ist. Ich hatte eigentlich das hier verwenden wollen. Halt die mal nebeneinander. Ihr seht, das eine ist ein bisschen, von der Höhe sind die gleich, aber von der Tiefe sind die unterschiedlich. Und ja, normalerweise sollte das hier verwendet werden, aber weil das Projekt so auf die Schnelle umgesetzt werden musste, ja, habe ich gedacht, ich teste das zuerst mal mit dem hier. Was man hier auch sieht, ich habe den Sensor hier rausgucken lassen, damit die Luft hier an diesen Punkten eindringen kann und gemessen werden kann. Dachte, das wäre eine gute Idee und es würde besser aussehen, aber so im Nachhinein mit der fertigen Version bin ich nicht so glücklich. Beim nächsten Projekt, beziehungsweise wenn das final umgesetzt wird, baue ich das Ganze nach hinten, dass man es nicht mehr sieht und baue nur die LED nach vorne und das Display nach vorne. So, das blendet jetzt, wenn ich das richtig sehe, extrem in der Kamera. Aber ansonsten passt das. Stecker auch nicht so optimal. Ich dachte, ich hätte noch einen abgewinkelten Stecker, den ich verwenden wollte. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich blende euch noch mal ein paar Bilder ein, wenn das finale Ergebnis fertig ist, beziehungsweise poste die dann auf Instagram. Okay, also das hier ist jetzt das finale Ergebnis. Da drin befindet sich der ESP-D1 Mini, der Sensor, die LED, das Display. Und ansonsten, ich kann es ja mal aufmachen, ich kriege es dann wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Und noch so eine kleine Platine. Und ja, ich blende euch das Ganze auch nochmal in groß ein. Habe eine Ewigkeit gebraucht, bis ich das Ganze zusammen hatte. Ich hoffe, ich kriege es jetzt noch zusammen. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los und ich zeige euch, wie ihr das Ganze umzusetzen habt oder was ihr machen müsst, damit das Ganze funktioniert.
Okay, bevor wir loslegen, muss ich mich ein klein bisschen nochmal wiederholen für alle Zuschauer, die die Tasmota-Reihe oder generell mit Tasmota noch nicht so viel zu tun hatten. Und zwar gibt es bei Tasmota eine Besonderheit, und zwar könnt ihr normalerweise Sensoren und Displays nicht zusammen mit einer einzigen Firmware verwenden, denn die Sensoren und die Displays sind in zwei verschiedenen Versionen enthalten. Das bedeutet, wenn ihr Tasmota mit Sensoren und Displays verwenden wollt, dann müsst ihr eure eigene Software kompilieren, schreiben, aber keine Angst, das ist relativ einfach. Also, ich zeige euch das Ganze nochmal kurz im Netz. Also, wie ihr seht, ist Tasmota unterteilt in mehrere Versionen. Einmal hier Sensorversion, einmal hier die Display-Version. Und wenn ihr generell irgendetwas mit Tasmota machen wollt und ihr nicht wisst, ob euer Sensor unterstützt wird, dafür gibt es hier auf der Tasmota-Seite, ja, ihr seht hier alle möglichen Sensoren. Drückt STRG F, um zu suchen. Bei uns das Display heißt SSD, glaube ich, genau, SSD 1306. Das ist dieses Display, das ist das etwas größere. Und dann gibt es noch das SH116, das ist diese Version hier. Und wie man sieht, werden die hier in der Display-Version unterstützt, aber nicht in den anderen. Und das gleiche mit dem CO2-Sensor, der heißt ja MHZ. Und wenn wir danach suchen, dann sehen wir, der ist in der normalen Tasmota-Version. Aber Achtung, das X auf dieser Seite bedeutet für den ESP32 und für die 8266, ESP8266 ist es nicht verfügbar, aber dafür ist es in der Sensors-Firmware verfügbar. Okay, das heißt, alle Sensoren, die wir haben oder Displays, werden nicht zusammen in einer Version unterstützt. Wir gucken nochmal nach etwas, WS2812, das ist unsere LED, und diese LED wird überall unterstützt, außer in der Light-Version und in der Infrarot-Version. Dort wird es nicht unterstützt, aber ansonsten überall. Das bedeutet für uns, wenn wir das Ganze jetzt zusammen betreiben wollen, müssen wir das Ganze kompilieren. Damit ihr das kompilieren könnt, müsst ihr eine Voraussetzung erfüllen, und zwar ihr braucht einen GitHub-Account. Das heißt, ihr erstellt euch auf github.com einen Account, und mit diesem Account könnt ihr euch dann bei Gitpod anmelden. Und zwar gibt es einen sogenannten Tasmota-Compiler, und dieser Tasmota-Compiler, dort müsst ihr jetzt nur noch ein paar Klicks machen und müsst nicht mehr in der Firmware rumspielen, um das Ganze zu betreiben. Ich verlinke euch das Ganze in der Videobeschreibung oder blende euch das Ganze nochmal ein. Ihr geht also auf die Gitpod-Seite und dann hier Open Workspace. Das Ganze dauert jetzt 1, 2, 3 Sekunden, also geduldig sein, bis das Ganze gestartet wurde. Lasst das Ganze durchlaufen. Wie gesagt, es dauert einen kurzen Augenblick und dann sollte sich dieses Fenster hier automatisch öffnen. Falls sich das nicht automatisch bei euch öffnen sollte, kann es sein, dass hier so ein kleines Pop-up kommt, das verhindert wurde, dass ein neues Fenster geöffnet wird. Falls dieses Pop-up kommt, müsst ihr dort draufklicken auf diese Seite immer gestatten oder irgendwie sowas in der Art und dann einfach nochmal auf Aktualisieren drücken. Dann wird das Pop-up oder das Fenster nochmal neu geöffnet. Als erstes klickt ihr also hier auf Quellcode herunterladen. Das dauert wieder ein paar Sekunden. So, das Ganze ist fertig. Klicken auf Weiter, können hier unsere WLAN-Daten schon mal eingeben, also die SSID und das Passwort. Klicken dann auf Weiter. Und dann sagen wir hier ESP8266, also unseren D1 Mini. Und wir sagen hier, dass wir einmal Displays haben wollen, also setzen den Haken bei Display. Das hier noch, also Luft- und Gassensor, denn unser MHZ-Sensor ist ja ein Luft-Gas-Sensor. Und den Rest könnt ihr so lassen, wie ihr es hier seht. Das heißt, bitte nichts irgendwas anderes aktivieren, beziehungsweise hier WS2812, wobei das müsste normalerweise vorhanden sein. Aber falls ihr eine LED verwendet, dann sicherheitshalber auch das hier noch aktivieren. Also das Ganze sollte dann so aussehen wie hier. Alles andere, wie gesagt, nicht anhaken, ansonsten geht noch irgendetwas schief. Klicken dann auf Weiter. Hier müssen wir nichts eintragen, lassen wir alles so, wie es ist. Wieder auf Weiter. Hier können wir die Tasmota-Version auswählen, wählen natürlich die neueste aus und als Sprache Deutsch und sagen kompilieren. Jetzt kompiliert er das Ganze, das dauert wieder ungefähr 2, 3 Minuten und dann sollte da unten stehen, dass er fertig ist.
So, das Ganze ist fertig, dann sollte das so aussehen wie hier. Also hier steht Finish, keine Fehlermeldung, kein gar nichts. Klicken hier auf Firmware Bin runterladen. Dann wird das Ganze hier runtergeladen und dann öffnen wir Tasmatizer. Tasmatizer, den Link zum Downloaden des Ganzen blende ich euch auch nochmal ein. Das Ganze sieht so aus. Wenn der ESP mit eurem Computer verbunden ist, dann sollte hier der COM-Port angezeigt werden. Ihr müsst natürlich auch noch den Treiber installieren. Falls ihr noch nie irgendetwas mit Tasmata zu tun gehabt haben solltet, empfehle ich euch das Video hier oder hier. Ich verlinke es euch irgendwo. Dort wird alles erklärt. Also Tasmatizer verwenden wir und sagen hier Open, wählen unsere Firmware aus, die wir gerade kompiliert haben, öffnen, setzen den Haken hier bei Erase Before Flashing und achtet, wie gesagt, darauf, dass ihr ein Kabel verwendet, das Daten übertragen kann. Denn ich bekomme relativ viele Anfragen, dass irgendetwas nicht geht und meistens liegt es daran, dass das Kabel keine Datenübertragung kann. Okay, also unsere Datei ist ausgewählt, sagen Tasmatize. Ihr seht es hier im Hintergrund, das Ganze ist ausgegangen, da jetzt eine neue Firmware drauf gespielt wird. Oh, und jetzt geht das Ganze bei mir natürlich nicht, weil die ganzen Stecker im ESP drin stecken und er deswegen nicht flashen kann. Oh, sehr schön. Also, ja, das ist mal wieder typisch, aber kein Problem. Das Ganze ist nämlich so gebaut, dass nichts gelötet ist, damit ich das wiederverwenden kann. Okay, ESP jetzt alleine, ohne irgendwelche Geräte. Beim Flashen generell sollte man normalerweise keine Sensoren oder ähnliches drin haben. Okay, also nochmal Refresh. Tasmata Bin ist da und sagen Tasmatizer. Und ihr seht, jetzt hat er auch gleich eine Verbindung zu dem ESP aufbauen können. Wie gesagt, keine Sensoren anschließen beim Flashen. So, Flash-Vorgang ist erfolgreich abgeschlossen. WLAN-Daten sind schon hinterlegt. Der sollte sich jetzt normalerweise mit dem Internet verbinden. Gucken wir mal, also Get IP und dann wird hier die IP-Adresse angezeigt, die wir dann im Browser öffnen. Also machen das Ganze hier zu. Und jetzt müssen wir das Ganze konfigurieren. Das heißt, wir gehen in die Einstellungen, Geräte, Konfiguration, stellen hier zuerst mal um auf Generic 18, also ganz nach unten, speichern. Das Gerät startet einmal kurz neu. Dann wieder in die Einstellungen, wieder Gerätekonfiguration und jetzt sagen wir, wo was angeschlossen ist. Das heißt, hier auf TX ist unser MHZ-Sensor, das heißt, wir wählen hier MHZ-TX aus und dann hier auf RX wählen wir MHZ-RX aus. Dann auf GPIO 4 habe ich bei mir die LED angeschlossen, also diese WS2812, das hier. Und auf D2 ist bei mir das Display angeschlossen, das ist SCL, also I2C SCL. Und auf D1 ist SDA angeschlossen. So. Wie ihr das Ganze anzuschließen habt, also das Display, die LED und den MHZ-Sensor, das blende ich euch hier oder hier irgendwo nochmal ein. Müsst das natürlich alles verkabeln und dann könnt ihr das Ganze hier abspeichern und in Betrieb nehmen. Also einmal speichern, damit der ESP einmal neu starten kann und dann schließt ihr das Ganze mit den Sensoren zusammen an. Okay, das passt. Wie gesagt, ist noch nichts angeschlossen, aber alle Informationen sind da. Also die Konfiguration für den MHZ19, dann hier die LED und das sollte soweit passen. Ich schließe alles an und dann machen wir weiter. Okay, das Ganze ist angeschlossen. Wie ihr seht, leuchtet natürlich noch nichts. Mal gucken, die LED sollte man schon schalten können auch die Farbe ändern, die Helligkeit und sowas. Also das funktioniert soweit, aber den Rest müssen wir noch konfigurieren. Das bedeutet, wir gehen in die Konsole und müssen hier 2, 3 Befehle eintippen, damit das Ganze funktioniert. Als erstes müssen wir nach dem Display suchen. Das bedeutet, wir geben den Befehl ein I2C Scan. Und dann sollte uns hier das Display angezeigt werden. Falls hier nichts angezeigt wird oder steht Not Found, dann müsst ihr mal die 2 Kabel SCL und SDA mal tauschen.
Wir haben jetzt die Display-Adresse, das ist im Normalfall 0x3c und diese benötigen wir und sagen Display-Adresse 0x3c. Das Ganze wird dann umgewandelt. Display-Adresse 60, das passt. Als nächstes müssen wir noch das Display-Modell rausfinden. Also dafür gibt es auch wieder tasmota.github.io docs Display. Und hier haben wir unser Display. Das ist das 1306. Das ist das kleine. Ich habe, glaube ich, vorhin genau andersrum gesagt. Und das große ist das hier SH1106. Das heißt, wir benötigen das Display-Modell 7 und tragen das ein. Das bedeutet, wir sagen hier Display-Modell. Können uns mal anzeigen lassen, was aktuell da ist. Also einfach nur Display-Modell eingeben. Wird gerade Display-Modell 2 angezeigt. Und hier sagen wir jetzt Display-Modell 7. Und dann sollte das Display, das ist kurz angegangen, glaube ich, habt ihr das gesehen? Und gehe nochmal hier ins Hauptmenü. Und dann gibt es hier auch zwei Knöpfe. Das eine ist die LED. Und das andere müsste das Display sein. So, Display wurde eingeschaltet. Sieht man natürlich noch nichts, weil wir müssen ihm auch noch sagen, was wir anzeigen wollen. Und zwar geben wir hier Display Mode ein und Display Mode 2. Und dann sollten hier Daten auftauchen. Das sieht man jetzt ganz bestimmt nicht auf der Kamera, wobei man sieht ein bisschen was, dass irgendetwas da ist. Und jetzt werden hier so ein paar Informationen angezeigt und das zeigt uns, dass das Display generell schon mal funktioniert. So, da wir aber nicht möchten, dass Tasmota irgendetwas auf dieses Display uns draufschreibt, sagen wir Display Mode 0, nachdem wir gecheckt haben, dass das Ganze funktioniert. Und Display Mode 0 bedeutet, dass wir Informationen zu dem Display schicken. Also machen das. Display Mode 0 ist aktiviert. Und was wir jetzt noch machen können, ist die Beschriftung der Buttons ändern. Also hier steht ja an aus 1 und an aus 2. Das können wir ändern mit folgendem Befehl. Gehen wieder in die Konsole rein, sagen hier Web Button 1, LED an aus. Ups. So ändern wir die Beschriftung auf LED an aus. Und machen das gleiche nochmal für Web Button 2 und sagen hier Display, schicken das auch ab und dann sollte sich das Ganze hier geändert haben. Also LED, das funktioniert. Display sehen wir jetzt leider nicht, aber das sollte auch funktionieren. Okay, Display ist on. Dann, bevor wir loslegen, nochmal eine andere Einstellung, die wir ändern müssen, und zwar dieses Logging-Konfiguration. Das sagt, wie häufig die Daten ans Display geschickt werden. Das steht normalerweise hier auf 300, also auf 5 Minuten, ändern das ab in 10 Sekunden. So häufig werden dann die Daten zum Display geschickt, beziehungsweise die Rule, mit der wir dann arbeiten, arbeitet mit dieser Telezeit. Okay, also soweit ist alles funktionsfähig. Jetzt müssen wir noch zwei Rules aktivieren. Rule 1 für die LED und Rule 2 für das Display. So, mir ist gerade beim Schneiden des Videos aufgefallen, dass ich vergessen habe zu zeigen, wie man den Sensor kalibriert. Ich habe es zwar in den anderen Videos gezeigt, aber dennoch, das gehört auch hier in dieses Video. Also zum Kalibrieren des Sensors müsst ihr folgendermaßen vorgehen. Ihr nehmt den Sensor, schließt den an, stellt ihn an die frische Luft für ungefähr 15-20 Minuten. Und wenn er 15 oder 20 Minuten an der frischen Luft ist, lasst ihr ihn dort. Geht in die Konsole rein, sagt Sensor 15 und gebt dann die 2 dahinter ein. Und das bedeutet für den Sensor, dass er sich neu kalibrieren soll. Und zwar nimmt er den Wert, den er dann aktuell hat und sagt, das hier ist frische Luft. Bei mir sieht man jetzt gerade nicht, der ist ja gerade rot. Und würde ich den jetzt mit dem Befehl Sensor 15.2 kalibrieren, dann würde er sagen, das hier ist saubere Luft und würde dann die LED auf grün ändern. Mal gucken, das sollte funktionieren. Dauert bestimmt jetzt wieder ein bisschen. Jetzt zeigt er ja 1829 ppm an. Ihr seht, das sinkt jetzt, wie gesagt, der kalibriert sich jetzt neu und sagt, dass diese Luft, die jetzt gerade hier ist, saubere Luft ist. Stimmt zwar nicht, aber egal. Okay, und dann als nächsten Befehl könnt ihr sagen, wie
groß die Range sein soll. Also ich habe die Range bei mir auf 3000 gestellt. Ich blende euch auch noch mal was ein. Dort seht ihr, was für Möglichkeiten ihr habt. Und zwar wird dann gesagt, wie viel ppm ist denn der maximale Wert. Normalerweise reicht 3000, weil was alles über 2000 ist relativ, ja, dreckige Luft und es sollte gelüftet werden. Deswegen mehr als 3000, da fallt ihr tot um oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Nee, Spaß beiseite. Und dann gibt es noch einen Befehl und zwar die 9 und das bedeutet, er resettet ihn und macht alles auf Werkseinstellung. Also das nochmal kurz an dieser Stelle, habe ich zwar im anderen Video schon erwähnt, aber gehört auch hier in dieses Video rein für alle, die die anderen Videos nicht gesehen haben. So, ihr seht, er hat sich jetzt kalibriert und denkt, dass das hier saubere Luft ist, aber bevor, wo er richtig kalibriert wurde an der frischen Luft, waren hier irgendwas 1800, 1900, weil der Raum halt relativ klein ist und der Wert sehr schnell ansteigt. Okay, fertig, weiter im Video. Zu dem Thema Display, da gab es ja schon mal ein Video von mir, falls ihr das noch nicht kennt und noch ein paar Fragen habt, die hier nicht behandelt werden, dann schaut drüben vorbei, dort wird alles erklärt. Also das hier ist die erste Rule fürs Display. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer. Also wir sagen, Rule 1 soll wenn die Telemetriedaten geschickt werden, des MHZ19b, die Carbondioxidwerte, wenn die geschickt werden, dann soll der Displaytext auf dem Display angezeigt werden. Das heißt, Z bedeutet zuerst mal das Display komplett löschen. S bedeutet die Schriftgröße, in unserem Fall Schriftgröße 2. L bedeutet die Zeilennummer, also Zeile Nummer 1 oder Line 1. Und C bedeutet die Spalte, beziehungsweise auf Englisch Column. Und zwar sagt es aus, dass an 4. Position erst mit dem Text begonnen werden soll. Und was soll dort als Text stehen? Als Text soll CO2 stehen, das ist im Grunde die Überschrift. Und dann als nächstes sagen wir, dass er mit Schriftgröße 2 in Zeile 2 in Spalte 1 soll er den Wert von dem CO2-Sensor reinschreiben und dahinter soll er dann ppm schreiben und dann beenden wir das Ganze. Also das schicken wir ab. Dann müssen wir die Rule noch aktivieren mit Rule 1.1 oder ihr könnt hier auch sagen on. Dann wird die Rule aktiviert und dann sollten Daten auf dem Display bald auftauchen. Also sobald die Rule einmal hier durchläuft, jetzt sollte es genau, und ihr seht, die ist hier durchgelaufen und dann wird der Wert da drauf geschrieben. So, das ist jetzt zuerst mal nur für das Display. Jetzt müssen wir noch eine Rule erstellen für die LED. Die Rule für die LED ist ein bisschen länger. Ich blende euch das Ganze mal ein. Also die besteht aus mehreren Werten. Wir sagen einmal, wenn der Wert größer 2000 ist, dann soll diese Farbe hier angezeigt werden. Das hatte ich alles schon im zweiten Teil gezeigt. Und wenn der Wert kleiner 700 ist und so weiter und so fort, dann soll halt jeweils eine andere Farbe aktiviert werden. Auch das, wie gesagt, ich blende euch das alles ein. In der Videobeschreibung ist auch nochmal alles ausführlich erklärt. Rule ist rein. Jetzt müssen wir sie noch aktivieren. Also Rule 2 on. Aktivieren das Ganze und dann sollte die LED auch geändert werden, sobald die nächste, also innerhalb der nächsten 10 Sekunden. So, jetzt wurde es geändert. Das Ganze ist auf Rot, weil der Wert 1467 ist und deswegen soll er rot werden. Wenn die Luft ein bisschen besser wird, würde er grün werden und falls sie ganz schlecht wird, wird er lila oder irgendwie sowas in der Art, hatte ich eingestellt. So, im Grunde sind wir jetzt auch schon fertig. Ich habe euch gezeigt, wie ihr die Firmware kompiliert, habe gezeigt, was für Einstellungen ihr vornehmen müsst und wie ihr seht, funktioniert das Ganze. Ihr könnt jetzt damit noch ein bisschen rumspielen, noch ein bisschen was ändern. Ich verlinke euch noch mal ein paar hilfreiche Seiten zu dem Thema, aber ansonsten war es das von mir an dieser Stelle. Falls euch interessiert, wie das Ganze dann final aussieht, dann besucht mich mal auf Instagram in den nächsten Tagen. Da wird dann gezeigt oder da zeige ich euch dann, wie das Ganze fertig und in schön aussieht. Falls ihr einen 3D-Drucker habt, dann könnt ihr das natürlich auch mit einem 3D-Drucker machen. Aber
Jetzt verabschiedet sich bei mir der Sensor, aber ich habe keinen, deswegen muss ich auf konventionelle Art mit basteln, das Ganze lösen. In diesem Sinne, viel Spaß mit eurem CO2-Sensor und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ach so, und falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren und für den YouTube-Algorithmus einen Kommentar dazulassen. So, jetzt aber viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.